Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, denn heute zeige ich euch, wie ich einen Specksteinofen komplett selber aufbaue, anschließe und in Betrieb nehme. Ich gehe dabei Stück für Stück vor und zeige jeden einzelnen Schritt. Der erste Schritt ist das Abbauen des Specksteinofens, der zweite ist die Säuberung der Steine, dann kommt der Neuaufbau und danach der Einbau der Ofentür. Zur Restauration der Ofentür gibt es ein Detailvideo auf meinem Kanal. Zum Schluss nehmen wir den Ofen gemeinsam in Betrieb und darauf freue ich mich besonders. Da ich aber kein Ofenbauer bin, ist dies keine Anleitung, sondern einfach nur eine Dokumentation darüber, wie ich diese Arbeiten selbst ausgeführt habe. Wenn dieses Video dem einen oder anderen weiterhilft, freue ich mich. Alle Arbeiten habe ich mit meinem Schornsteinfeger im Vorfeld abgesprochen und bitte schaut euch dazu auch mein Video zur Sanierung und Verlängerung des Schornsteins an. Zudem habe ich dann noch den Estrich für den schweren Ofen stabilisiert. Wie ich das genau gemacht habe, zeige ich in dem Video hier rechts oben verlinkt. Und auch zum Legen der Fliesen gibt es ein detailliertes Video auf meinem Kanal. Bitte abonniert jetzt, darüber würde ich mich freuen, da ihr so diesen Kanal unterstützt und kein Bauvideo mehr verpasst. So, jetzt geht es aber um den Specksteinofen. Es handelt sich bei diesem Ofen um einen Nuna-Onni, hergestellt in Finnland. Diesen habe ich gebraucht gekauft und abgeholt. Es ist möglich, diese Öfen ohne Schäden auseinanderzunehmen und wieder neu aufzubauen. Die Specksteine sind mit Specksteinkleber verklebt, der teilweise wasserlöslich ist. Man soll den Ofen also einige Zeit vor dem Abbau gut nass machen. Ich habe Stück für Stück von oben angefangen, den Ofen vorsichtig zu zerlegen. Zunächst oben die Abdeckplatten. Ihr seht, welche Werkzeuge ich verwendet habe, um den Specksteinkleber in den Fugen vorsichtig zu lösen. Neben Gummihammer und Schraubenzieher waren die Holzkeile und ein Metallplättchen zum vorsichtigen Eintreiben in die Fugen sehr hilfreich. Das Zerlegen ging besser als gedacht und so habe ich den Ofen etagenweise abtragen können. Dabei habe ich eine Nummerierung der Steine vorgenommen. Dies habe ich für jede Etage rundherum gemacht und jede Etage hat dann wiederum einen Strich mehr bekommen. So kann man dann auch die Etagen später auseinanderhalten. Man kann es machen, wie man will, Hauptsache man weiß nachher noch, wohin welcher Stein gehört. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man ausreichend Fotos beim Abbau macht. Hier sieht man deutlich, wie solch ein Ofen aufgebaut ist. Es gibt eine äußere und eine innere Schale, die überwiegend durch eine Dämmung getrennt sind. Zwischen die beiden Schalen sollte eigentlich kein Ruß gelangen. Dies ist hier der Fall gewesen, also entweder war die Dämmung schlecht verbaut worden oder durch die Hitze über die Jahre zerstört worden. Auf jeden Fall habe ich diese alte Dämmung entsorgt. Beim Abbau ist noch wichtig zu wissen, dass die Steine der äußeren Schale oben und unten Fugen haben, in denen eingeschlagene Metallplättchen die Steine miteinander verbinden und diese sind mit eingeklebt. Natürlich muss man alle Metallplättchen von oben, zum Beispiel mit einer Zange, herausziehen, bevor man die nächste Reihe Steine lösen kann. In der untersten Etage habe ich eine Schicht aus Mörtel als Boden vorgefunden. Die musste ich klein schlagen und als Bauschutt entsorgen. Die Bodenplatte des Ofens war zum Glück aus mehreren Einzelteilen auf den Estrich geklebt. Nach einigen Versuchen habe ich die Platte mit dem Gummihammer lösen können. Und so habe ich dann den Ofen komplett in Einzelteilen in meinen VW-Caddy geladen und nach Hause transportiert. Das passte gerade noch vom Gewicht, sonst wäre der Anhänger natürlich am sinnvollsten, alleine schon wegen dem Dreck. Kleine Steine kann man gut in diese Kunststoffkisten packen. Auch die Metallteile habe ich separat in Kisten verpackt, sodass nichts verloren geht. Ersatzteile für gebrauchte Öfen zu bekommen, ist entweder unmöglich oder sehr teuer.
Als nächstes geht es leider nicht sofort mit dem Aufbau los, denn zunächst muss der ganze alte Specksteinkleber von allen Steinen restlos entfernt werden. Ja, das klingt nach viel Arbeit, denn das ist es auch. Alle Steine lege ich in Wasser in den Maurerkübel ein, um den Specksteinkleber aufzuweichen. Das funktioniert teilweise ganz gut, aber nicht immer hat sich der ganze Kleber gelöst. Ich habe mir einen stabilen Tisch aufgebaut mit einer Palette darauf, denn so kann man mehrere Stunden recht gut aufrecht arbeiten. Nach dem Einweichen kratze ich mit einem Spachtel alle Reste von Specksteinkleber oder Ruß von den Steinen herunter. Auch die Fugen müssen sauber sein. Danach schrubbe ich die Steine mit einer Bürste ab. Hier ist es wirklich wichtig, dass keine Klebereste übrig bleiben, da ein ordentlicher Zusammenbau sonst unmöglich wird. Zum Schluss spüle ich mit sauberem Wasser nach, dann kann man auch gut sehen, ob sich noch Reste auf den Steinflächen befinden. Ich packe die sauberen Steine dann auf Paletten zum Trocknen, was schnell geht, denn der dichte Speckstein nimmt kein Wasser auf.
Ich habe jetzt alle Steine gesäubert, getrocknet und nach Etagen vorsortiert zum Aufstellort gebracht. Endlich kann ich mich an den Aufbau machen, der natürlich mit Messen und Markieren beginnt, damit der schwere Ofen auch an der richtigen Stelle steht. Ein Verschieben oder Umstellen kann man bei diesen Öfen gleich mal getrost vergessen, logisch. Mit Malerkrepp funktioniert das Markieren gut und es lässt sich rückstandsfrei später entfernen. Ich verwende handelsüblichen Zementmörtel als Unterlage für die Bodenplatte. Ich forme solche länglichen Würste, damit ich später die Platte mit dem Gummihammer noch leicht absenken kann, wenn nötig. Wenn man die Platte gleich flächig satt aufliegen lässt, ist sie danach schwerer zu bewegen. Man könnte vielleicht auch einen Fliesenzahnspachtel nutzen. An dem ersten Teil der Bodenplatte kleben noch 2 Specksteine, die beim Abbau sich nicht lösen lassen wollten, dann habe ich sie einfach dran gelassen. Also lege ich die Platte und kontrolliere mit der Wasserwaage, dass sie schön waagerecht sitzt. Als nächstes kommen hier kleine Teile dahinter. Ich bringe wieder Mörtel auf, aber auch Specksteinkleber zur Verbindung zum Nachbarspeckstein. Wie ich den Specksteinkleber angemischt habe, zeige ich gleich noch. Dieser Stein in der Mitte erscheint irgendwie kleiner, aber so gehört das wohl. Hier hinten kommt jetzt noch eine große Platte, von der Größe her wie die erste. Die kippe ich von der Seite drauf und drücke sie dann an die bereits gelegten Teile ran. Alles nochmal genau mit der Wasserwaage kontrollieren. Ich verwende Metallplättchen, um, da wo nötig, den Stein etwas anzuheben. Das funktioniert recht gut. Hier ist wirklich wichtig, dass die Fläche so eben und gerade wie möglich wird, denn hierauf wird aufgebaut und der Ofen soll ja oben nicht schief sein. Wenn man hier schon schief anfängt, dann kann das oben nichts werden. Das hat ganz gut geklappt. Man hätte auch mit der hinteren Platte anfangen können, aber ich wollte, dass die vordere unbedingt genau richtig liegt. Damit ich jetzt die erste Etage aufkleben kann, muss ich Specksteinkleber anmischen. Dieser besteht aus Specksteinmehl, auch Speckstein-Talkumpuder genannt, und Natronsilikat, auch Wasserglas genannt. Um die richtige Mischung zu erhalten, wird 1,5 Liter Specksteinmehl mit einem Liter Natronwasserglas gemischt. Ich habe mich entschieden, die Mischung mit Hilfe einer Haushaltswaage herzustellen. Das hat sehr gut geklappt. Das Specksteinmehl wiegt etwa 0,7 Kilogramm pro Liter und das Natronwasserglas 1,35 Kilo pro Liter. Gewichtsspezifisch kommen auf 100 Gramm Specksteinmehl ca. 130 Gramm Wasserglas. Da besonders das Specksteinmehl schwer zu bekommen ist, hatte ich mir extra einen großen Sack Original Specksteinmehl aus Finnland kommen lassen. Davon ist natürlich noch einiges übrig geblieben nach meinem Aufbau und das gebe ich gerne günstig ab. Mehr dazu in der Videobeschreibung.
Das Material bekommt man online, allerdings ist es oft nicht so leicht zu finden. Daher habe ich einige Links für euch rausgesucht, die ihr in der Videobeschreibung findet. Bitte bestellt über meine Links, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank! Jetzt kann endlich der Aufbau losgehen. Ich beginne hier mittig, sodass die weiteren Steine außen herum angeklebt werden können. Später mittig noch einen Stein dazwischen zu setzen, ist immer schwierig. Nachdem die Rückwand des Aschefachs steht, mache ich mit der Front weiter. Diese muss genau in der Flucht mit den vorhandenen Steinen sein. Wenn etwas Specksteinkleber herausquillt, weiß man, dass genug Material aufgetragen wurde. Für die Ascheschublade muss hier dieser Metallrahmen verbaut werden. Zum Befestigen nutze ich hitzebeständiges Silikon. Das soll den Rahmen später rundherum abdichten, damit der Ofen hier später nicht unkontrolliert Luft zieht. Ich setze den Rahmen bereits jetzt ein, denn ein späteres Hineinschieben würde ein sauberes Verkleben unmöglich machen. Ich klebe nun erst hier diese Steine an, damit ich sicher gehe, dass die vorderen Steine im richtigen Winkel stehen, bevor der Kleber aushärtet. Es macht oft durchaus Sinn, einige Steine erstmal trocken an die richtige Stelle zu stellen, so wird deutlicher, wie man am besten weiter vorgeht. Hier muss ich nun Silikon und Specksteinkleber parallel aufbringen. Hier sieht man auch, wofür der Schlitz in den Steinen da ist. Das gezahnte Metallplättchen verbindet die Steine untereinander. Jetzt kommt zum ersten Mal Dämmmaterial zum Einsatz. Die finnischen Konstrukteure haben diese Dehnungsfugen an vielen Stellen vorgesehen. Ich habe mich für die Verwendung einer Glasfasermatte entschieden, denn beim Abbau des Ofens musste ich ja feststellen, dass einfache Glaswolle scheinbar nicht dauerhaft beständig genug ist. Jetzt kann hier der Stein mit der Wartungsöffnung gesetzt werden. Genau so geht es auf der anderen Seite weiter. Ich habe auch schon die Rückwand gesetzt, damit ich weiß, wo ich auf der Ecke rauskomme. Und damit steht jetzt schon die Außenwand der ersten Etage und ich kann alle Metallplättchen einsetzen.
Hier seht ihr die Rückwand mit der Öffnung für den Rauchrohranschluss. Hier wird jetzt noch von innen eine weitere Platte vorgesetzt. In die Ecken kommen auch hier kleine Dämmstreifen. Davor gehört dann noch dieser keilförmige Eckstein. Alle Steine der ersten Etage sind somit gesetzt, aber der Hersteller sieht noch einen Aufbau aus Dämmung und Mörtel im Inneren vor. Dafür schneide ich mir ein Stück Glasfasermatte passend zu. Als nächstes schneide ich mir Schamottplatten zu. Sie kommen oben auf die eingelegte Dämmung. Dann kommt eine Schicht aus hitzebeständigem Zement, womit der Boden rund ausgeformt wird. Dazu hat sich die Verwendung eines alten Esslöffels bewährt. Normalerweise sollte der Zement hier direkt auf die Dämmung geschmiert werden. Ich hatte die Idee mit den Schamottplatten und das hat sehr gut geklappt. So spart man nicht nur einiges an Zement, das Einbringen und Ausformen ist so auch erheblich einfacher. Die erste Etage ist fertig und ich möchte im Folgenden das Rauchrohr anschließen, denn später ist der Bereich hinter dem Ofen ja nicht mehr so gut zugänglich. Für den Anschluss am Specksteinofen habe ich aus Platzgründen diesen Bogen ohne Radius vorgesehen. Ich bringe eine Dichtschnur auf mit Hilfe des vorgesehenen Klebers. Es handelt sich um ein 150 mm Rohr und eine 5 mm Dichtschnur. Ich wickle die Schnur ein paar Mal um das Rohr, so sitzt es später besser in der Steinöffnung. Mal sehen, ob das passt. Das ist gut so, es soll ja nicht locker sitzen, sondern schön abdichten. Für den Anschluss am Doppelwandfutter habe ich diesen verstellbaren 90-Grad-Bogen besorgt. Jetzt kann ich gut den Abstand messen, um das Zwischenstück zuzuschneiden. Wegen der Muffen muss ich noch auf jeder Seite 4,5 cm dazu rechnen. Den Schnitt kann man gut mit einem Malerband markieren. Den verstellbaren Bogen für das Wandfutter dichte ich mit einem Dichtband ab. Dieses 2 mm dicke selbstklebende Band ist einfach anzubringen. Je öfter man es umwickelt, desto dicker wird die Dichtung. So kann man es perfekt an das Wandfutter anpassen. Das Ganze zweimal, so wackelt es nicht in der Wand. Das passt sehr gut und jetzt kann das Rohr auch eingebaut werden.
Dazu habe ich den unteren Bogen nochmal herausgenommen. Das hat gut geklappt und es kann weitergehen mit der zweiten Etage des Specksteinofens. Diesmal fange ich in der hinteren Ecke an. Hier sieht man, wie die Verbindungsplättchen nicht nur die Steine nebeneinander verbinden, sondern auch die darüber stabilisieren. Ich mache erstmal die Rückwand fertig, sodass ich mich dann leichter nach vorne vorarbeiten kann. Ab der zweiten Etage kommt großflächig Dämmung zum Einsatz. Dieses Material ist mit einem scharfen Cuttermesser sehr gut zu schneiden. Für die Ecken benötige ich jetzt noch schmale Streifen. Hier beginnt nun der Aufbau des Feuerungsbereichs vor der rückwärtigen Dämmschicht. Hier baue ich parallel den linken Rauchabzug auf. Sowie den rechten gespiegelt auf der anderen Seite. Hier kann man schon gut die beiden Rauchabzüge links und rechts erkennen. Und es wird jetzt deutlich, dass die Dämmschicht keinesfalls dicker sein darf, sonst passen die Steine von der Breite her nicht rein. Dieser Keil in der Mitte lässt später die Asche genau in die Ascheschublade gleiten.
In der nächsten Reihe geht es keilförmig mit schräg geschnittenen Specksteinen weiter. Ich habe mir Dichtschellen für das Ofenrohr bestellt, die ich jetzt noch gut anbringen kann. Vor Einbau habe ich die Schelle noch schwarz lackiert mit hitzebeständigem Lack. Wenn der Schornstein später in Betrieb einen guten Zug entwickelt, ist dies vielleicht überflüssig, aber ich will einfach nur sicher gehen, dass keine Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Im vorderen Bereich wird nun auch eine Dämmung verbaut. Man kann diese Matten sehr gut in Form bringen, sodass sie gut in Position bleiben. Hier vorne soll nun eine halbrunde Platte in gesamter Breite wie eine Art Fensterbank verbaut werden. Bis der Kleber ausgehärtet ist, stelle ich hier vorne diesen Stein in richtiger Höhe unter. Ich muss hier den Eckstein nochmal wegnehmen. Die Seitenteile sind etwas kürzer, damit sie oben wieder bündig mit den Ecksteinen passen. Sie bilden später den Rahmen der Ofentür. Jetzt kann auch der Eckstein wieder rein. Den unteren Rahmenstein in der Mitte habe ich zum Aushärten mit Schraubzwingen fixiert, denn da gab es keine Schlitze und Plättchen. Für die nächste Etage muss ich die Dämmmatten umklappen. Aber ich wollte die Matten auf jeden Fall so lang lassen, damit ich nicht für jede Etage neue kurze Matten zuschneiden muss. Das Setzen dieser Steine ist eigentlich bei jeder Etage fast gleich. Jetzt die Matten wieder umlegen, damit ich die Innenplatten ankleben kann. Dann geht es wieder mit dem Feuerraum weiter. Allgemein kann ich sagen, dass so ein 3D-Speckstein-Puzzle echt Spaß machen kann, wenn alle Teile vorhanden sind und man herausgefunden hat, wo welcher Stein hingehört.
Den Specksteinkleber mische ich mir immer in kleinen Mengen an, sodass er nicht hart wird. Eine halbe Stunde lang lässt er sich gut verarbeiten. Ein Tipp noch zum Anmischen: Es geht am schnellsten, wenn man sich die einzufüllende Menge an einem transparenten Becher markiert. So muss man nicht jedes Mal wieder abwiegen bzw. abmessen. Die als nächstes benötigten Steine lege ich mir immer passend parat, sodass ich nicht suchen muss. Mit einer guten Vorsortierung kommt man hier am besten voran. Ich verwende hier verschiedene Kameras, damit man den Aufbau aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und so kann man hier gut den Brennbereich mittig und die beiden Züge für den Rauch rechts und links sehen. Beim Innenaufbau der 3. Etage sind alle Reihen gleich, bis auf den Fugenversatz, der natürlich wichtig ist. Für den Aufbau der Front müssen die Matten wieder hochgelegt werden und ich achte darauf, dass keine Fasern auf die Klebeflächen ragen. Die Verbindungsplättchen der Etage darunter binde ich immer gut mit ein in den Kleber. Die Front besteht hier nur aus 2 schmalen Steinen, denn der Ofen bekommt ja eine schöne große Tür mit Sichtglas. Jetzt bin ich schon bei der vorletzten Etage angekommen. Jede Etage ist 28 cm hoch. Insgesamt hat der Ofen eine Höhe von etwa 1,5 Metern. Da ich jetzt am oberen Ende des Brennraums angekommen bin, ändert sich der Aufbau etwas. Die Steine werden nun anstatt schräg rechtwinklig gesetzt. Dadurch wird vorne der Bereich für einen großen Stein über der Türöffnung vorbereitet. Ich verfülle alle Ritzen und Spalten mit Specksteinkleber so gut es geht. Ein sauberes, flächiges Verkleben aller Steine ist für die Dichtigkeit des gesamten Ofens entscheidend. Der nächste Stein überspannt die komplette Breite.
Darauf wird dann wieder mit kleineren Steinen weitergemauert. Und so sieht der Ofen nun von vorne aus. Für die 4. Etage fehlt nur noch die Vorderseite. Hier hat der Hersteller wohl aus optischen Gründen den Türrahmen mit einem schmalen Stein als Sturz ausgeführt. Der Stein ist mir beim Reinigen leider durchgebrochen, deshalb habe ich zusätzlich temporäre Stützen untergestellt und die Bruchstelle verklebt mit Specksteinkleber. Und jetzt kommt auch schon die 5. und letzte Etage. Ich gehe hier etwas anders vor und verklebe erst die Außenseite einschließlich des großen Frontsteins. Ich lasse die kurze Seite noch offen und mache jetzt wieder erst im Inneren weiter. Die Dämmstreifen enden hier, denn diese beiden Reihen bilden die Auflage für 2 große Platten.
Durch diese Platten wird der Brennraum von oben geschlossen und die Rauchgase werden durch die beiden Züge rechts und links geleitet. Hier ist es also nochmal wichtig, dass alles schön dicht verklebt wird. Jetzt noch die zweite Platte. Gut, dass hier der Hersteller den Deckel nicht aus einem Stück gebaut hat, denn die Dinger sind jetzt schon schwer genug. Ich hoffe, ich bekomme den Stein jetzt gut zwischen die Dämmung geschoben, ohne dass alles verrutscht. Passt. Innen ist einiges an Kleber rausgedrückt, das kann man leicht mit der Kelle abkratzen. Irgendwie ist die Platte nicht ganz bündig mit den Steinen darunter. Zum Glück habe ich vom Vorbesitzer noch ein paar Reststücke, daraus habe ich mir einen schmalen Streifen mit der Flex geschnitten. Jetzt kann der Innenbereich mit dieser Platte verschlossen werden. Durch den geschnittenen Streifen sitzt der Stein gut und alle Klebeflächen liegen gut an. Die letzten äußeren Steine der 5. Etage können jetzt verklebt werden. Diese dicken Platten im Innenbereich nehmen einen Großteil der Wärmeenergie des Ofens auf und geben sie dann nach und nach an die äußere Schicht ab. Daher platziere ich noch einige übrig gebliebenen Reststücke darauf, um die Speicherleistung zu erhöhen. Wichtig ist nur, dass noch eine Luftschicht bis zur jetzt noch fehlenden Abdeckplatte bleibt. Die Abdeckplatte besteht aus 2 Teilen. Mit einem Strich habe ich mir den richtigen Sitz der Platte vorher markiert. Damit sie gleichmäßig übersteht. Ich platziere den Kleber auf der Innenseite, sodass er nicht so leicht in den Sichtbereich rausdrücken kann. Sollte das trotzdem passieren, lässt sich der Kleber mit einem feuchten Tuch restlos von der polierten Außenfläche entfernen. Jetzt noch die zweite Platte und alle Specksteine sind miteinander verklebt. Das ist schön und der 3/4 Tonner kann jetzt erstmal für ein paar Tage abbinden.
Die alte Ofentür mit dem kaputten Glas habe ich komplett restauriert. Dazu gibt es ein detailliertes Video auf meinem Kanal. Zu der Tür gehört dieser Rahmen, der mit neuer Dichtschnur versehen in die Öffnung eingeschraubt wird. Dafür werden diese Anker in jeder Ecke platziert und dann mit der Schraube angezogen. Die gusseiserne Tür mit neuem Keramikglas kann dann eingehängt und mit 2 Schrauben fixiert werden. Dieses Schubfach aus Blech fängt die Asche auf. Die Öffnungsklappe ist gleichzeitig die Regulierung der Luftzufuhr. Das Brennrost habe ich schon eingelegt, denn es ist endlich soweit und ich darf den Ofen mit euch zusammen in Betrieb nehmen. Der Schornsteinfeger hat den Ofen abgenommen, also kann es losgehen. Und das ist nach der ganzen Arbeit natürlich ein schöner Moment. Zunächst qualmt er etwas beim ersten Anfeuern, aber dann brennt er wunderschön. Nach kurzer Zeit wird deutlich, dass sich die Arbeit gelohnt hat und die aufgeheizten Specksteine eine wohlige Strahlungswärme für die ganze Familie abgeben. Mit unserem neuen Specksteinofen kann in der Wintersaison die offene Wohnküche mit Holz aus dem eigenen Garten emissionsneutral geheizt werden. Durch die Wiederverwendung der vielen schönen Specksteine wurden zudem wertvolle Ressourcen eingespart und ein jahrtausendealter Stein sinnvoll weiterverwendet. Vielen Dank für das Interesse an diesem Video. Ich hoffe,
dass es möglichst vielen Menschen weiterhilft und auch Mut macht, Dinge in Angriff zu nehmen, die vielleicht zunächst schwer machbar erscheinen. Unterstützt dieses Video gerne mit einem Kommentar, Like und Abo. Weitere Infos und Produktlinks zum Video findet ihr in der Beschreibung. Bitte schaut gerne auf meinem Kanal vorbei für weitere Bauvideos. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und lieben Gruß, euer Karl.